Hallöchen meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch noch ein bisschen mit. Wenn ihr das Video seht, habe ich ja noch um die eine Woche bis zum Kaiserschnitttermin und wir müssen unsere To-Do-Liste abarbeiten. Ich habe ein paar Sachen jetzt bestellt. Das Bett kommt nächste Woche an. Das war auch alles voll auf dem letzten Drücker. Aber ich weiß, irgendjemand von euch hat ja auch in den Kommentaren geschrieben, ja, aber du denkst nicht daran, das Kind könnte jederzeit kommen. Und ja, klar, aber wenn es kommt, ich meine, das Wichtigste ist, ich meine, ich habe hier jetzt meine Wickelkommode, ich habe schon Klamotten, ich habe auch schon alles sowas zum Wickeln und so weiter da ist. Ich meine, ich habe keinen Kinderwagen, kein Bett, solche Sachen, aber ich meine, Bett, ne, also ich sag mal so, alle meine Kinder, außer jetzt die Sechslinge, haben bei mir im Bett geschlafen. Von daher finde ich das alles nicht so dramatisch. Hauptsache, ja, du hast eigentlich so das Nötigste, sage ich mal, da. Und ich meine, wir leben in einem Zeitalter, du kannst direkt in den Laden. Also wenn ich jetzt auf einmal morgen entbinde, dann geht der Hikmet und holt schnell eine Autoschale. Ja, das ist jetzt so das Wichtigste, um dass wir vom Krankenhaus nach Hause kommen. Weil wir haben ja schon einen Weg, wo wir halt ein Auto nutzen. Und dann braucht das Baby natürlich eine Autoschale. Das ist halt das Wichtigste. Aber ich habe mich jetzt auch entschieden. Nächste Woche habe ich nämlich noch meinen letzten Termin in der Charité. Auch nochmal, das ist ja die wegen meinen Blutzuckerwerten. Ne? Das war jetzt nochmal Kontrolle. Ich habe jetzt ab und zu gemessen. War eigentlich jetzt auch immer ganz gut, mein Blutzucker. Und deswegen, das ist die letzte Kontrolle. Und da gebe ich jetzt noch die Unterlagen ab für den Kaiserschnitt und so weiter. Diese ganzen Dokumente ausgefüllt muss ich abgeben. Deswegen, der Plan ist folgender. Was ich noch machen muss, ich habe euch letztens nicht mitgenommen. Ich war beim Friseur. Ich habe ein kleines Makeover gemacht. Ich habe es mir noch mal schön meine Haare gemacht, einen neuen Haarschnitt und so weiter. Aber ja, seht ihr, sieht ganz toll aus, ne? Was ich noch machen möchte, ich wollte noch zur Pediküre gehen. Nicht nur, weil ich nicht mehr an meine Füße rangehe, sondern ich will fresh ins Krankenhaus. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ich gönne mir immer sowieso Frühlingszeit, sobald der Frühling kommt und man auch anfängt, so ein bisschen Ballerina und mehr offene Schuhe zu tragen oder so, gehe ich immer so meistens Frühling und im Sommer. So um die zweimal mache ich mir eine Pediküre. Ist ganz angenehm. Und wie gesagt, ich komme da eh nicht mehr an meine Füße ran. Ich muss noch auf jeden Fall in meinem Schlafzimmer meine Gardinen waschen. Die hatte ich noch vor, die sind staubig. Und putze noch mein Fenster. So hier noch ein bisschen mehr Staub nehmen. Ja, ich sehe nämlich gerade auf meinem Ventilator hier. Ich habe diese Lampe mit diesem Dings, da ist auch richtig viel Staub. Also ein bisschen noch mal Schlafzimmer entstauben, sauber machen. Meine Pinsel reinigen, die mache ich nämlich auch ganz selten. Und ich glaube, wenn das Baby da ist, dann habe ich noch weniger Zeit. Deswegen mache ich noch vorher noch meine Pinseleimer reinigen. Einfach, dass sie sauber sind. Dann die restlichen Babysachen waschen, einräumen. Habe ich schon in der Wäsche drin. Die muss ich dann nur noch zusammenlegen und nochmal neu einräumen. Also nochmal, ich hatte ja alles so provisorisch hier reingemacht. Kleiderschrank, Schubladen ausmisten. Ich hatte meinen Schrank letztens schon ausgemistet, alles was ich auf den Kleiderbügeln hatte. Aber ich wollte noch meine Schubladen machen. Und Kliniktasche packen. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Auf jeden Fall, ich muss hier diese Sachen auch nochmal sortieren. Also ich will ja auch diesen Wickelbereich hier jetzt nochmal fertig machen. Hier liegen auch noch Windeln. Ich habe ja jetzt auch schon diese ganzen Angebote genutzt. Das eine war ja, von Rossmann, gab es gratis. So ein Täschchen mit so ein paar Probesachen. Cool, ne? Nutzt gerne das Angebot. Guck mal, ist ein Nuck-Schnuller dabei. Ein paar schöne Söckchen. Hätte ich auch eigentlich noch waschen sollen. Naja, gut, mache ich noch. Dann, ach, guck mal, hier dieses kleine Spülreiniger. Und dann einmal Stilleinlagen und was sind das? Slip-Einlagen oder Binde, keine Ahnung. Kleine Produkte, Baby, Bad und Shampoo und Waschgel und Shampoo. Kleine Mini-Pröbchen. Finde ich voll cool. Dann hatte ich mir jetzt eben auch zum Testen so ein paar unterschiedliche Windeln geholt. Bei Rossmann habe ich auch, da hatte ich auch Coupon. Da hatte ich eine, wenn ich kaufe, gab es eine Packung gratis von den Windeln. Deswegen habe ich die mitgenommen, Nummer 1. Dann habe ich mir die Lilidu bestellt. Ne, danke für diejenigen. Gibt es auch auf Amazon. Ich dachte, es geht nur mit diesem Abo. Aber ich will die halt gucken. Und wenn ich zufrieden bin, dann kann man ja immer noch so ein Abo abschließen. Ich habe halt viele von solchen Wattepads geholt. Ne, weil es ist halt zu Hause ist praktisch einfach mit Wattepads und ein bisschen Wasser den Po sauber machen. Aber gucke ich mal, gerade so nachts oder unterwegs sind dann Feuchttücher besser. Da weiß ich halt auch nicht aktuell, was so gut ist. Da habe ich einmal von Babylove die Eigenmarke genommen, diese mit 99% Wasser. Und Lilidu hat das gleiche auch mit 99% Wasser. Muss man vergleichen, weil da ist schon ein Preisunterschied. Ne? Also die sind auf jeden Fall 1 Euro teurer auf jeden Fall. Waren die. Ja, müssen wir auch mal so ein bisschen vergleichen, weil die bieten sozusagen beide das gleiche. Beide Ökotest sehr gut. Muss man mal gucken, ne? Muss ich mich ja durchtesten. Ist ja schon länger her, ne? Dass ich Babys hatte und Babys gewickelt habe.
Und was ich so benutzt habe, weiß ich alles nicht. Also das muss ich noch alles machen. Ich habe auch meine Auflage auch schon in die Waschmaschine gemacht. Weil lag hier schon alles mit dieser Auflage und das war jetzt alles schon auch so verstaubt. Die Matratze ist schon mal angekommen fürs Babybett. Das Bett sollte aber Anfang nächster Woche kommen. Ja, das wollte ich nämlich aufbauen. Das soll ja auch noch ein bisschen lüften, ne? Ich mache mir zuerst einen Snack. Ich hatte gerade voll Lust auf Erdbeeren. Es ist noch nicht ganz Erdbeerzeit, ne? Wenn die Erdbeerzeit ist, dann haben wir ja Erdbeeren aus unserem Garten. Aber ich habe hier jetzt einfach ein paar Bio-Erdbeeren mir geholt. Die sind jetzt auch noch nicht ganz so süß, aber ich hatte jetzt so Appetit drauf. Und da ich ein bisschen mehr Proteine essen muss und gerade nicht so auf meine Proteine komme, mache ich mir jetzt so eine Fruchtbowl, würde ich sagen. Deswegen nehme ich hier so ein bisschen, ich mache jetzt einen Mix. Bisschen Skyr, bisschen Joghurt und ein bisschen Kefir für noch mehr Probiotika. Und für noch mehr Proteine nehme ich jetzt noch meine Whey-Protein. Das ist komplett geschmacksneutral, also das ist reines Molkenprotein, ohne Geschmack, ohne Süßstoff. Das packen wir noch mit dazu. Medium hat hier gerade, beziehungsweise macht gerade für sich und die Mädels so Iced Matcha Latte mit Kirsche und Erdbeersirup und so weiter. Sieht richtig schön aus, wie in so einem Café. Tada! Sieht man das? Geh nah ran, das sieht ja richtig nice aus. Strawberry Matcha. Strawberry Matcha, ja. Draußen kostet wie viel jetzt so ein Becher? 7 Euro. 7 Euro. Ja, gucke. Wenn wir ein bisschen Crunch haben, nehmen wir jetzt ein bisschen ungesundes, knuspriges, gezuckertes Müsli. Dann nehme ich noch so eine leckere Mandel-Tonka-Creme. Die schmeckt richtig gut. Die gibt jetzt auch noch mal Süße. Und das ist jetzt die fertige kleine Erdbeer-Skyr-Joghurt-Kefir-Bowl. Oh, du fällst gleich. Allem kriegt jetzt einen Ankle Breaker. Ja, keine Angst. Weiter, weiter, dök. Bir şey olmaz, bırak torbayı oraya. Dök. Alles? Ya. Tamam, o kadar bir şey olmaz onlardan. Aynısını şeyleri topla oğlum buradan. İçeriye atın. So, meine Lieben, ich mache mich jetzt bettfertig. Wir haben lecker gegessen. Ich habe heute wieder das schnelle One-Pot-Gericht gemacht. Dazu habe ich ja ein ganzes Rezeptvideo gemacht. Also schaut da gerne vorbei unter der Playlist Rezepte. Das ist nämlich super praktisch. Die Kids haben mir das ganze Gemüse geschnitten und ich habe dann noch Fleisch dazu gehauen, gewürzt und dann alles in den Ofen geschmort im Gusseisen. Geht immer super schnell. Bisschen Reis dazu. Beilage gab es nur Joghurt. Auf jeden Fall nehme ich euch mit jetzt bei meiner abendlichen Skincare-Routine. Das ist so meine Wellness. Das brauche ich einfach. Ich liebe Skincare. Ich habe mein Gesicht schon schön gewaschen. Das habe ich nämlich ohne Kopftuch gemacht, sonst wäre ich hier jetzt pitschnass. Und habe dafür den Cleanser von Formel Skin benutzt. Den mag ich sehr, sehr gerne, weil er unter anderem Salicylsäure enthält. Also der ist schön mild, reizt meine Haut nicht, aber bekommt trotzdem ja das leichte Make-up und Sonnenschutz und so weiter, was ich am Tag so drauf habe, schön runter. Und im Anschluss kommt meine Geheimwaffe, und zwar meine Formel
meine individuelle Formel für meine Haut und meine Bedürfnisse. Und das liebe ich nämlich an Formelskin, weil Formelskin kenne ich schon seit Ende 2020, meine Lieben. Und ich blende euch mal hier ein Foto ein. Das Foto ist, glaube ich, von 2021. Ich meine, schaut euch mal bitte an, wie viele Pigmentflecken ich da habe. Unglaublich. Und damals, als ich Formelskin kennengelernt habe, war das so cool, denn das ganze System ist so praktisch. Was ihr nämlich machen müsst, ihr füllt online ein Formular aus, schickt dort Fotos von eurem Gesicht zu und Hautärzte analysieren anhand dessen eure individuelle Formel. Also es wird geschaut, jeder braucht ja was anderes. Damals waren es bei mir zum Beispiel Pigmentflecken. Und natürlich so Anti-Aging, das war bei mir mal so Hauptthema. Aber es ist egal, ob ihr zum Beispiel mit Unreinheiten zu kämpfen habt, ob ihr Rosacea habt, ob ihr eben Pigmentflecken bekämpfen wollt, Anti-Aging oder einfach eine zu trockene oder zu fettige Haut habt. Das Coole bei Formelskin ist eben, dass Hautärzte das Ganze analysieren und dann individuell eure Formel herstellen für eure Bedürfnisse. Denn ich glaube ganz fest an, gute Wirkstoffe bei der Formel von Formelskin eben ist viel potenter. Die ist extrem stark. Also das sind Wirkstoffe, diese bekommt ihr so nicht in der Drogerie und eben speziell für deinen Hauttyp entwickelt. Ihr bekommt dann eure Hautanalyse und dann innerhalb von ein paar Tagen eure individuelle Pflege zugeschickt. Die besteht aus nur 3 Teilen, also wirklich eine super simple Routine. Ich weiß, nicht jeder ist so wie ich und mag 150 Millionen Produkte benutzen. Deswegen ist das wirklich eine simple Routine und die mag ich auch sehr gerne am Abend. Einfach nur den Reiniger, dann die Formel und dann nur noch die abendliche Pflege bzw. die morgendliche und abendliche Pflege. Super easy. Und das Tolle ist daran, ihr macht jeden Monat einfach ein Check-in und berichtet, wie hat sich das entwickelt, wie habt ihr die Formel vertragen, ihr schickt wieder Bilder von eurer Haut zu und eure Hautärzte schauen dann, was können wir machen, müssen wir die Formel verändern, bleiben wir dabei, wie sieht es aus. Und das ist super praktisch, weil ich habe zum Beispiel auch direkt zu Beginn der Schwangerschaft mich gemeldet und gemeint, ja, ich bin jetzt schwanger, kann ich denn überhaupt diesen Wirkstoff noch benutzen oder muss der angepasst werden? Und die Hautärzte haben direkt mir eine neue Formel erstellt und mir die Pflege eben angepasst und neu zugeschickt. Ihr könnt das Ganze aber auch regelmäßig pausieren, wenn ihr da mal eine Pause machen wollt. Ich kenne Formelskin jetzt schon eben seit fast 6 Jahren und habe das regelmäßig benutzt. Immer wieder mal eine Pause eingelegt, immer wieder mal, ja, wurde die Formel mal angepasst, weil damals war es mehr so, ging es eben um die Pigmentflecken, die bin ich dann losgeworden. Da war es für mich mehr so das Anti-Aging. Und man sieht einfach anhand der Check-ins, was sich einfach im Laufe der Zeit getan hat. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, weil ich bekomme ja immer die Aussage, ich habe Botox und Filler und so weiter im Gesicht, aber ihr seht, bei mir ist alles beweglich. Ich würde euch sagen, wenn ich Botox hätte, ich habe Botox im Masseterkiefer wegen meinen Zähneknirschen, aber sonst nichts. Und ich glaube ganz fest daran, dass einfach ein gesunder Lebensstil, ja, natürlich hat auch was die Ernährung, Lifestyle, alles damit zu tun, wie man aussieht, aber eben auch die richtige Pflege. Und ich achte da schon seit relativ jungen Jahren, muss ich sagen, drauf, weil ich das einfach halt auch mag, mich zu pflegen. Das ist meine Me-Time. Trotz so vieler Kinder habe ich mir immer die Zeit genommen für eine schöne Pflege und diese nie vernachlässigt und das sieht man dann halt einfach. Und wenn auch du nicht weißt, was kann ich benutzen, was ist gut für meine Haut, welche Wirkstoffe brauche ich, wie werde ich meine Probleme los, dann schau auf jeden Fall bei Formelskin vorbei. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Dort kannst du nämlich deine kostenlose Hautanalyse starten und vor allem bekommt ihr auf den ersten und den zweiten Behandlungsmonat 40% Rabatt. Das heißt, statt 44 € im Monat zahlst du nur 26 €. Das für 3 Produkte, finde ich super Preis. Die kostenlose Hautanalyse ist dabei, die Kommunikation mit deinen Hautärzten regelmäßig und deine individuell angepasste Formel für deine Bedürfnisse. Und das Ganze eben mit meinem Rabattcode 40% günstiger als normal. Deswegen nutzt das Angebot, vor allem ihr müsst der Haut auch Zeit lassen, deswegen ist es immer ganz gut, dass dieses Angebot für 2 Monate gilt, weil ihr wirklich eine Pflege müsst ihr mindestens 2 Monate benutzen, um wirklich einen Effekt zu sehen. Das geht nicht von heute auf morgen, das braucht seine Zeit. Es kann sogar sein, dass am Anfang eure Haut sich sogar verschlechtert. Ja, das muss man wissen, weil das dauert einfach. Die Pflege braucht einfach seine Zeit. Link und Rabattcode ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung, also schaut da sehr gerne vorbei. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass ich heute gut schlafen werde und wir uns morgen frisch und erholt wiedersehen.
denn morgen wollten wir mit den Kindern noch einen Ausflug machen, sind jetzt noch die letzten Tage Ferien und das nochmal ausnutzen, bevor die Kleine jetzt nochmal kommt, dass wir jetzt nochmal gemeinsam ja, einen kleinen Family-Ausflug machen. Ich hoffe, ich bin fit genug. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns frisch, fit und ausgeschlafen morgen früh wieder. Das sind ganz gefährliche Kampfhunde. Das ist noch ein Baby. Und die knuffig. Ich sag ja immer, die Kleinen sind die frechsten. Ne, Sarah? Ne, Sarah? Zeynep und Ahmed. Ahmed, los, du musst unser Team retten. Oh, Zeynep! Ahmed! Ja, gut, gut. Sehr gut, Sarah. Komm, Sarah. Ja. Ich bin schlechteste. Ich bin Platz 5. Du bist Platz 1. Guck mal an den Seiten. Ich bin die schlechteste. Platz 5. Du musst machen. Damn! Hey, zweite Ding, 2 straight. Sehr gut, sehr gut. Sehr harte. So, Anne, zeig, was du drauf hast. Abo! Taktik, ersten vermasseln und zweite immer streichen. Machst du extra so? Gute Taktik. Oh, der ist so süß. Hallo. Oh, oh, ihr seid so kleine süße Pupsis. Putti, 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 putti. Putti, 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 putti. Auch die zweite Runde hat Team Hikmet gewonnen. Ganz knapp, aber ganz knapp. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seht mich gut. Ich sehe ohne meine Brille den Kamerabildschirm nicht. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, gestern waren wir mit den Kids alle zusammen. Das letzte Mal zu 10. Einen Familienausflug haben wir gemacht. Wir waren bowlen. Das hat übrigens super viel Spaß gemacht. Das ist auch immer so voll cool, weil man wirklich so viele ist. Wir waren ein 5er-5er-Team. Der nächste Ausflug ist dann, inshallah, mit Baby Nummer 9. Dann sind wir zu 11. Ich muss mir auch dann nochmal gewöhnen. Dann sind wir eine 11-köpfige Familie. Beziehungsweise manche haben mich korrigiert auf Instagram. Wir sind ja sogar bald 12, ne? Wenn wir den Schwiegersohn mit dazu berechnen. Auf jeden Fall, das Bett ist schon angekommen. Sollte ja nächste Woche ankommen, aber es ist angekommen. Cool. Ich hoffe, Hikmet baut mir das heute auf. Dann können wir uns mal das angucken, wie das dann hier aussieht. Was ich jetzt mache, ist ich mache die Kommode fertig. Hier sind noch die restlichen gewaschenen Babysachen. Ich habe zum Beispiel jetzt noch
sowas geholt gehabt, so ein, ja, wie so Jacke sozusagen, ne? Wenn ich mit der Kleinen nach Hause komme, ja, ist das halt, wie nennt sich das, Overall? Der ist halt nicht jetzt so ein winterlicher, ganz dicker, sondern ein bisschen so ein dünnerer. Ich denke, das sollte dann reichen. Dann ist sie darin warm genug eingepackt. Da hatte ich auch Größe 56 genommen. Genau, deswegen, das machen wir. Also nochmal die Kommode. Ich habe gerade eben schon hier die Windeln alle eingeräumt. Und das war gerade für mich so richtig irgendwie, keine Ahnung, dieses Gefühl jetzt so, ja, ich packe hier jetzt Windeln rein, weil ich hier dann die Windeln wechseln werde. Ja, das hat das Ganze jetzt nochmal so real gemacht. Einfach so, ich kann es gar nicht glauben, dass die nächste Woche, ja, inshallah schon da ist. Da werde ich emotional, meine Lieben, emotional. Von meiner To-Do-Liste, was haben wir abgearbeitet? Gucken wir mal. Machen wir ja heute das meiste und den Rest habe ich ja noch nächste Woche Zeit. Pediküre fahre ich gleich danach nämlich, weil ich muss auch noch ein paar Sachen einkaufen und ja, das Pediküre-Studio ist genau in einem Einkaufscenter drin, deswegen mache ich das direkt. Also ich muss noch ein paar Lebensmittel, mir fehlen so ein paar. Ich muss manchmal mal auch rausgehen, zu gucken, was ist gerade so, ne, regional, welches Gemüse ist gerade im Angebot und so weiter. Deswegen, ja, gehe ich so letzte Mal. Ansonsten bestelle ich immer online, aber ja, gucken wir einfach mal. Gardinen noch waschen und das restliche Putzdings. Ich wechsle auch noch mal meine Bettwäsche und so weiter, mache ich nächste Woche. Die restlichen Babysachen waschen, einräumen, haben wir gewaschen, machen wir einräumen. Kleiderschrank mache ich, ja. Dann Kliniktasche packen wir auch noch jetzt gleich zusammen. Das heißt, für nächste Woche habe ich eigentlich nur noch mal ein bisschen grob hier, ein bisschen Schlafzimmer putzen. Wenn ich schaffe, meine Pinsel reinigen, ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn ich es schaffe, mache ich das noch. Den Kleiderschrank noch, die paar Schubladen. Also eigentlich nur noch mal so ein bisschen sauber machen. Mehr ist das eigentlich nicht. Wichtigste ist jetzt, dass mein Koffer gepackt ist. Hikmet hat mir schon vom Keller ich denke, ich nehme hier meinen kleinen Koffer mit, weil ich habe jetzt überlegt, so Tasche, da kriege ich jetzt nicht alles rein. So, ne? Ich nehme einen Bademantel mit, Latschen, ja, sowas alles. Deswegen weiß ich nicht, das wird jetzt für Dings. Deswegen nehme ich lieber jetzt meinen kleinen Koffer mit und dann noch meine große Handtasche. Das sollte reichen. Weil, ganz ehrlich, ich muss euch sagen, ne, mein Feed so auf Instagram und so weiter ist ja so richtig voll mit Baby-Content und Kliniktasche packen und Geburt und Schwangerschaft und sowas alles. Und ich gucke so, die Leute, was die alles in ihre Kliniktasche packen. Die so alles so, ne, Binden, diese Einwegunterhosen und dann fürs Kind lauter Klamotten, lauter Windeln, feuchte Tücher und so. Und dann habe ich letztens meine Hebamme gefragt, meinte ich so, sag mal, gibt es im Krankenhaus nichts mehr? Bekommt man da nichts mehr? Muss man alles mitnehmen oder wie? Weil ich kenne das so, die Klamotten gibt es da. Also du nimmst eigentlich nur die Sachen mit, die du dann sozusagen mit dem das Baby nach Hause geht. Aber die Klamotten fürs Baby sind da, Windeln sind da. Also alles, was du für Babypflege und so weiter brauchst, ist da. Dann für uns wird ja auch alles zur Verfügung gestellt, wie Binden und so weiter. Und diese Einmalunterhosen kenne ich noch. Also das alles, meinte sie, ist alles da. Dann habe ich mich so, warum packen die Leute so viel ein? Deswegen, ich packe jetzt nur das Wichtigste ein, aber das seht ihr danach. Jetzt erstmal hier nochmal die Schublade, weil jetzt hier nochmal, ich hatte ja nochmal mehr kleinere Sachen gekauft, die jetzt nochmal sortieren mit den kleineren und den größeren Sachen. Das Outfit, welches ich mitnehme ins Krankenhaus. Ich packe mir einfach nur 2 Pyjamas mit, Bademantel. Schaut mal, das wollte ich euch noch zeigen, ist ein bisschen größer. Aber es hat meine Mama noch mitgebracht letztens. Ist das nicht süß, wenn ihr das so seht? So Jeans, aber es ist schon ein bisschen größer, ne? Das ist schon für 6 bis 9 Monate. Und dazu das Strickjäckchen, aber total süß. Räume ich da weiter unten ein. Was ich noch gekauft hatte, war noch so dieses Strickjäckchen. Also das ist so direkt, vielleicht nehme ich das auch mit zum Nachhausegehen, weil ich habe jetzt nicht so viele warme Sachen. Genau, die Strickjacke hatte ich nämlich geholt. Und jetzt nochmal so ein bisschen dünnere. Also so 2 Strickjäckchen. Und das war so voll süß. Das musste ich unbedingt mitnehmen. Das war auch nochmal bei DM. So süß sah das aus. Konnte ich nicht widerstehen mit den Kirschen. Deswegen habe ich das auch nochmal mitgenommen. Ein paar Waschlappen, noch mehr Bodies. Dann habe ich noch 2 solche Badehandtücher. Hatte ich nämlich auch noch keine. Ne, diese mit dieser Kapuze hier. Aber was ich noch bestellt hatte. Einmal habe ich bestellt den Matratzenschoner für die Matratze. Die ist ja auch schon angekommen. So, also genau passend von der Größe für die Matratze. Also Matratzenschoner. Genau, und dann habe ich mir 2 solche Musseline, ihr seht, ne, alles hier passend. Einmal komplett in grün und einmal so weiß mit so Blümchen. Ah, das mache ich als erstes raus. Süß, ne? So Musselin-Bettlaken. Also, die waschen wir nochmal. Hier haben wir einmal das
Nestchen. Das kann man hier unten nochmal so. Das fand ich nämlich praktisch, weil du das hier unten zubinden kannst. Also kannst du es jetzt nochmal kleiner machen. Ach so, guck mal. Ja, ja, so ist besser. Wollte schon sagen, kam mir schon ein bisschen Dings vor. Guck mal, man muss das schon so ein bisschen ziehen hier. Dann wird das nochmal nestiger. So, jetzt haben wir ein schöneres Nestchen. Und ne, falls ich dann auf die Couch lege oder hier im Bett, ne, dann ist es so ein bisschen geschützter hier drinnen, ne? Kuscheliger und auch eben im Bett kuscheliger und ein bisschen geschützter. Und ich habe mir jetzt schon, weil es gibt ja so viele Tragen, ne? Und ich hatte ja gefragt, ich will ja auch mit einer Trage gerne rumlaufen. Ach, ist ja doch so gräulich. Ich dachte, das ist mehr beige. Auf jeden Fall habe ich mir als erstes einfach ein Wickeltuch bestellt, weil die sind nicht so teuer wie jetzt die ganzen anderen Tragen. Und werde das einfach so zu Hause testen. Und wenn sie gerne da in dem Tuch drin ist und sich wohlfühlt und ich merke, okay, das ist super, damit will ich auch draußen rumlaufen, dann kann ich mich immer noch entscheiden, so eine teure Trage zu nehmen für draußen, die dann schneller ist zum Binden. Das war so mein Plan. Ah nee, ist doch nicht so ganz grau. Also, da haben wir ja das Riesentuch. Und ich meinte noch einmal, wer es mitbekommen, so von wegen, ich kann eins meiner Kopftücher nehmen. Nee, ich glaube, das wird wohl nichts. Also hier ist ja dieses Etikett. Das kommt ja irgendwie hier vorne. Dann macht man hinten, soweit ich weiß, glaube ich, über Kreuz. Und schmeißt es dann hier so rüber. Wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt mit Bauch ist natürlich schwerer. Ich habe mal ein Video gesehen. Kommt es hier rein. Das ist gar nicht so schwierig. Und dann hier wieder, glaube ich, über Kreuz. Nach hinten und dann zum Beispiel hinten zubinden, ne? So war das, glaube ich, I guess. Und dann kommt das Baby hier rein. Und das kommt dann über das Baby so. Wenn ich mich nicht täusche. So, und dann so. Irgendwie so, ne? Hier, da, Baby ist drin, guckt. Schwer ist es auf jeden Fall nicht, aber natürlich ein bisschen Fummelarbeit. Da gibt es eben auch schnellere, aber ich finde das eben ganz gut als erstes, um das Ganze zu testen, ob sie gerne, ne, weil ich habe auch von euch gehört, also nicht jedes Kind mag es wohl in so einer Trage zu sein, aber ich denke mir auch gerade so zu Hause finde ich es ganz praktisch und wie gesagt, für den Preis ist das dann besser, ich teste das, als bevor ich dann irgendwie eine 200 € Trage mir da kaufe. Falls ihr wissen wollt, von wo, was, wie, wo ist, ich packe euch da wieder so einen Link in die Infobox rein. Da seht ihr immer alles, was meine ganzen Küchenprodukte, meine Töpfe, meine Pfannen. Ich habe so alles ein bisschen sortiert nach Küche, Haushalt, Baby und so weiter. Also alles, was ich so einkaufe, findet ihr da. Also da ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ein Link. Ah, süß. So, also das haben wir auch. Ja, das ist eigentlich alles, was ich an 50 bis 56 Klamotten habe. Aber das sollte doch reichen, ne? Braucht man mehr für so ein Neugeborenes oder weniger? Das sage ich euch dann, wenn sie da ist. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Das ist jetzt die Schublade mit den 50, 56er Größe Klamotten, also die zum Beginn. Hier sind die Buddies Langarm, Kurzarm. Hier sind passende Hosen dazu. Das sind so zweiteilige Outfits. Das sind alles Strampler, Söckchen, Mützchen. Da habe ich noch freies Fach. Hier habe ich noch so warme Schüchen. Ja, das ist das. Die erste Schublade ist eben die mit den ganzen Wickelutensilien, die man so braucht. In der Schublade sind die etwas größeren Sachen. Also das ist so alles so um die 62. Und hier sind noch ein paar Waschlappen und Lätzchen. Genau, und ansonsten sind das sozusagen die dann nächstgrößeren Sachen, die ich dann habe. Und die letzte Schublade sind eigentlich jetzt Spucktücher.
Ich denke, das sollte auch für den Anfang reichen. Mal gucken, wenn sie viel spuckt und ich mehr brauche, kann ich mir noch mal holen. Hier sind noch Handtücher, da sind noch Wickelunterlagen in der Ecke. Hier ist eine Decke, ein Schlafsack und zweimal, genau, zum Pucken. Und hier habe ich auch schon mal das Wickeltuch reingemacht. Da ist noch eine Ersatzpackung Windeln. Da habe ich zum Beispiel jetzt noch so diese Pflegetücher hingemacht, die trocknen. Da ist eigentlich Badethermometer, das ist ein bisschen Deko. Die Lampe kommt eigentlich auf meinen Nachttisch danach. Die ist ja praktisch mit so dieser Noise und so. Und feuchte Tücherpackung habe ich jetzt erstmal hier hingelegt. Dann habe ich hier nochmal den Wagen zum Mitnehmen. Also hier auch nochmal Wickelsachen zum Mitnehmen, ne? Falls ich das im Wohnzimmer brauche oder so. Keine Ahnung, einfach so dieser Rollwagen, den sortiere ich auch nochmal. Das sind so ein paar Snacks. Die packe ich mir aber noch ins Krankenhaus, in meine Krankenhaustasche mit ein. Und ja, was ich dann halt so nachts so ungefähr brauche, da mache ich aber auch nochmal nächste Woche nochmal alles ready hier. Das wäre eigentlich jetzt sozusagen, ist eigentlich die Wickelkommode bereit und ich bin aus der Puste. Was ich hier gemacht habe, ist einfach nicht China-Pfanne, sondern China-Gusseisen. wollte so ein bisschen asiatisches Gemüse machen. Und hier auch einfach, um Zeit zu sparen, um nicht am Herd zu stehen und zu braten, haben die Kids mir wieder das ganze Gemüse geschnitten. Ich habe hier unter anderem Austernpilze, Karotten, Lauch, Zwiebeln, Brokkoli, Prinzessinbohnen. Alles so in Streifen haben die Kids geschnitten. Und dann habe ich Rindfleisch auch in Streifen geschnitten. Und dann alles so gewürzt und mariniert, so mit Sojasauce, mit Sesamöl und ein paar Gewürzen. Und habe einfach die China-Pfanne im Gusseisen gemacht. Das ist doch voll praktisch. So, dazu gibt es Basmati-Reis. Eine asiatische Gemüsepfanne. Nicht Gemüsepfanne, sondern Gemüse-Gusseisen. Praktisch, ohne viel zu machen. Nur und das kommt schon direkt dran hier, ne? Ich halte das hier so, ne? Wieder aç. Tamam. Hat er gegriffen? Guck mal. Ja. Bett ist aufgebaut. Gestern habe ich nichts mehr geschafft, weil wir sind ja noch einkaufen gegangen. Es wurde spät, Essen machen, ich war K.O. Deswegen, die Männer haben das Bett aufgebaut und es ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit den Rollen ist es super praktisch, weil ich werde mir das halt nachts richtig ans Bett stellen. Und es ist von der Höhe perfekt mit meinem riesen Boxspringbett. Trotzdem also perfekt von der Höhe, dass ich hier an sie rankomme, weil das war so ein bisschen meine Sorge, weil mein Bett schon extrem sehr hoch ist. Und ich kann halt nachts ja trotzdem hier, ich kann die Rollen kann ich hier so feststellen, damit die hier nicht so wegrutscht. Dann ist das Bett auch, ne, rutscht nicht weg nachts, ist ganz praktisch. Kaum nachts trotzdem hier aber ran an die Wickelkommode. Das ist ja wichtig, ne, dass ich hier trotzdem rankomme. Und ich kann auch eben, wenn ich es nicht will, kann ich auch tagsüber das Bett eben wegschieben und zum Beispiel hier ranstellen, hier auch hoch machen. Wie war das? Ich muss erstmal ein bisschen üben hier, wie das Ganze funktioniert. Also finde ich jetzt wirklich ideal von den Maßen. Also hier kann sie echt eine Weile drin schlafen. Und mit den Rollen ist es, wie gesagt, gut so zum Hin- und Herschieben. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ich habe ja ein relativ günstiges Bett gekauft, hatte so ein bisschen Sorge, weil ich habe ähnliche Betten gesehen bei Babyläden und da hatte das über 300 Euro, so 300, 350 Euro gekostet und ich habe das, ich glaube, 180 bezahlt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch das mit reingemacht. Oh Gott, sorry, ich bin wieder aus der Puste. Sorry für alle, die es triggert, dass meine Nase zu ist, ich keine Luft bekomme und so schwer atme. Das Mikro ist ja natürlich auch nochmal begünstigt, ne, dass man alles gut hört. So, jetzt packen wir nur noch meine Kliniktasche bzw. den Koffer und dann sind wir durch. Fürs Erste, für diese Woche. Also ich habe jetzt hier diese praktischen Einteiler für den Koffer, finde ich richtig praktisch, weil hier mache ich meine Pyjamas. Ich habe hier jetzt 2 Paar Pyjama, das sollte reichen. Ein Kopftuch habe ich an, wenn ich in die Klinik gehe und dann habe ich hier so ein praktisches Kopftuch noch. Das ist schon so vorne zugenäht, das ist schnell zum Rüberziehen ganz praktisch, denke ich. Und mein Bademantel. Und das war's eigentlich, weil ich meine, mit den Klamotten, mit denen ich in die Klinik gehe, ich gehe mich ja danach direkt ja umziehen zum OP, die sind ja dann sauber.
Mit den Sachen kann ich ja dann auch wieder nach Hause gehen. Braucht man nicht unnötig viele Klamotten schleppen. Also das ist einmal das. Dann habe ich hier auch meine Unterwäsche und Socken und einmal Latschen für die Klinik. Braucht man ja. Und jetzt packe ich noch die Sachen für das Baby ein. Da kommt ja unter anderem eben der Overall für zum draußen, ne, die Jacke sozusagen, Overall, wie auch immer. Dann habe ich hier ein Buddy und ein Mützchen und Söckchen. Und dann habe ich 2 Outfits jetzt einfach mal mitgenommen. Einmal die Hose mit dem Oberteil. So, weil das ist ja wirklich sehr, sehr klein. Ich glaube, das ist halt 50, genau. Einmal das Outfit und einmal das bisschen wärmere. Das ist auch 50. Genau, also diese beiden Outfits. Vielleicht machen wir ja zwischendurch mal sie umziehen oder so für Fotos. Deswegen nehme ich mal sicherheitshalber 2 mit. Sind ja klein, die Sachen. So, dann habe ich hier meine Kosmetiktasche, beziehungsweise 2. Ein bisschen Make-up-Sachen nehme ich mit, ob ich mich da schminke oder nicht, keine Ahnung. Aber dafür nehme ich immer gerne so Mini-Sachen mit, das ist super praktisch. Und mache Mini-Setting-Spray, Mini-Highlighter, Mini-Puder. Ich meine, wie süß ist das denn bitte? Ich habe das beim Charlotte Tilbury Stand letztens bekommen von einer, ja, war die Verkäuferin eine liebe Abonnentin von uns. Voll süß. Richtig praktisch. Also einfach so ein paar Mini-Produkte. Zahnbürste, Zahnpasta. Versuche ja auch immer so Mini-Sachen mitzunehmen. Mini-Waschgel, Lippenpflege, ein Gesichtsspray, Deo, meine Mini-Pflege. Aber ich packe da noch ein bisschen mehr von meinen Pflege noch rein. Aber das mache ich dann noch zum Ende, weil ich die Sachen auch benutze. Einmal so auf die schnelle feuchte Tücher zum Abschminken benutze ich eigentlich nicht. Aber für sowas ist es dann praktisch für die schnelle. Eine Haarbürste. Ja, das war es eigentlich. So, und dann mache ich noch die restlichen Sachen von meiner Skincare-Routine, die ich ja so immer mache, dann an dem Tag noch mal schnell mit rein, weil die benutze ich ja Sachen täglich. Was es nicht alles gibt mittlerweile, habe ich nämlich auch bei vielen anderen gesehen. Gibt es mittlerweile zu kaufen so eine Intimdusche. Ich meine, wir haben es immer damals die ganzen Jahre im Krankenhaus, wir haben einfach eine Plastikflasche genommen oder so, um uns ja zu waschen nach dem Toilettengang. Aber mittlerweile, schaut mal, gibt es solche praktischen Sachen, so eine Dusche, wo man dann Wasser reinmacht und sich dann sauber machen kann, habe ich einfach geholt. Finde ich auch generell, denke ich mal, ganz praktisch, wenn man so auf Reisen ist, unterwegs ist, dass man das einfach mal parat hat. Das packe ich auch noch hier irgendwo mit rein. Hier bei der Unterwäsche kann das mit rein. Hier ist noch Platz. Dann finde ich ganz wichtig, ich brauche ein paar Snacks fürs Krankenhaus. Einmal habe ich mir bei DM dieses Brot hier mitgenommen, weil ich weiß nicht, ja, ihr wisst, ich bin ein bisschen picky, was Brot angeht. Vielleicht vielleicht schaffe ich das ja noch, mein selbstgebackenes Brot zu backen und nehme davon ein bisschen was mit. Aber hier, das ist jetzt so ein Hafer- und Saatenbrot, ballaststoffreich, weil ja, so, ich finde immer so die Brote, die man da bekommt oder so weiße Brötchen, sowas esse ich ja eigentlich nicht. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Dann einfach mal so ein Proteingetränk für zwischendurch, falls ich Hunger habe oder auf meine Proteine kommen will. Deswegen auch hier so ein paar Proteinriegel, verschiedene. Einfach, wie gesagt, Wartezeit oder dazwischen, wenn ich Hunger bekomme, snacken will, keine Ahnung. Man hat ja Angst, dass man verhungert im Krankenhaus, ne? Deswegen auch hier solche veganen Schneckwürste. Ja, einfach wie gesagt, ich finde auch wichtig, gerade dann, wenn es dann ums Stillen geht und so weiter, dass ich da auf meine Proteine komme. Deswegen als Snack für zwischendurch oder so einfach mal da haben. Wenn nicht, dann nehmen wir es wieder zurück. Oder hier so ein Haferporridge-Cup. Den kann man sich auch schnell einfach in der Tasse mit heißem Wasser übergießen. Ein Energieball, Studentenfutter. Zweimal, einmal ein bisschen so fruchtiger, einmal ein bisschen herzhafter. Ja, ist auch gut für die schnelle Energie. Mini-Schokobrezeln, die habe ich jetzt in der Schwangerschaft so ein bisschen gesuchtet, deswegen mag ich die gerade. Und diese Schokoreiswaffeln in Mini, die finde ich auch richtig lecker. Die kommen auch noch mit rein.
Ja, das hat doch alles perfekt hier reingepasst. Ich nehme noch meine normale Handtasche mit, meine große. Da ist ja dann meine ganzen Unterlagen, Mutterpass und so weiter. Ist ja natürlich wichtig, nicht vergessen. Und da mache ich auch meine Elektrosachen, ne? Ladekabel, Handy und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein MacBook mitnehme zum Arbeiten oder so. Mal gucken. Ich werde sehen, aber dann nehme ich noch meine große Tasche. Aber doch, Koffer war jetzt perfekt, der kleine Koffer dafür. Wenn ihr sagt, nee, also das habe ich im Krankenhaus wirklich gebraucht. Das gab es auch nicht im Krankenhaus. Ich denke mal, ist auch immer, von Ort zu Ort unterschiedlich. Ne? Kann sein, dass es bestimmt auch Krankenhäuser gibt, die nicht unbedingt alles anbieten, ne? Wie ich meinte, dass man alles ja... Pflegeartikel und Klamotten fürs Baby und selber Hygieneartikel für sich und so weiter. Vielleicht gibt es das nicht überall. Bei uns ist auf jeden Fall alles da. Von daher denke ich, müsste ich alles haben. Falls ich also irgendwas noch Wichtiges vergessen habe, dann schreibt es mir definitiv in die Kommentare. Nächste Woche nehme ich euch noch mal mit. Das ist dann die letzte Woche ohne Baby, inshallah. Ne? Man weiß ja nicht, wenn nicht irgendwas früher losgeht, ne? Sondern wenn es jetzt bei dem geplanten Termin mit dem Kaiserschnitt bleibt, sehen wir uns morgen nächste Woche nochmal. Dann nehme ich euch nochmal mit. Da holen wir noch den Kinderwagen zusammen. Die restlichen paar Sachen noch vorbereiten. Und dann sind wir eigentlich ready. Und dann die Woche darauf sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder mit einem neuen Erdbewohner. Ich kann es einfach gar nicht glauben. Es war für mich jetzt auch so mit dem Bett. Das ist schon so jetzt alles so ein bisschen, ja, wird realer, finde ich. Ne? Ist ja immer so witzig. Man weiß 9 Monate lang, ne, man kriegt ein Baby, aber irgendwie, ja, ist es dann noch so. Ja, man wird erst zum Ende hin realisiert man das Ganze, aber wir freuen uns alle sehr auf sie, also auch jetzt die Kinder, Mariam vor allem, ne, die ist die ganze Zeit so aufgeregt, so, ich kann es nicht mehr erwarten, wenn sie kommt und so, ich werde das machen, dies machen. Wer meinte es? Ich glaube, das war Zehra, sie meinte so, ja, ich werde die Windeln wechseln. Ich so, echt? Wirklich? Hätte ich so nicht erwartet, dass die selber von sich sowas sagen. Ich sage, naja, gucken wir mal bei der ersten Kaka-Windel. Wie lange das dann anhält. Bin ich richtig gespannt, ja, wie das alles sein wird. Und ja, ist für mich auch wieder eine neue Situation, eben auch was ganz anderes, dass ich hoffentlich auch dieses Baby ja schön genießen kann, ohne Stress, dass ich ja 7 Kleinkinder hatte, Sechslinge-Babys und dann nochmal Malik Musa, der dazu kam, als die Sechslinge gerade mal 1 Jahr alt waren. War alles halt ganz anders, hat man alles ganz anders erlebt. Deswegen ja, freue ich mich, dass jetzt ja, schön genießen zu können. Ich bin gespannt und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis bald, meine Lieben.